Heute habe ich mir ein paar Farben hier hingestellt und unter anderem diesen schönen Rostfarbton. Erstmal wirken lassen und ankommen natürlich. Also heute ein bisschen kritzeln mit dem Finger, ein paar Herzen. Nee, ich verwische noch nicht. Ich wollte gerade schon verwischen, aber ich schaffe hier erst noch mal eine Struktur. Jetzt kann ich es verwischen, hier mit dem schönen alten Fensterwischer. Bestes Werkzeug, finde ich immer wieder. Also male ich schon so lange mit. So sieht er auch aus, aber der hält das immer gut aus hier. Damit kann ich jetzt natürlich tolle Strukturen auch wieder hier reinbringen. So habe ich hier auch gleich nochmal ein paar schöne Linien und ja, so schöne Muster. Und auch die Farbe ändert sich. Es sind ein paar Kaffeestückchen hier drin, die kann ich gleich mal rausziehen. Kann ich auch gleich nochmal wieder verspachteln. Ist auch mal besser, wenn du den Fensterwischer mal gleich sauber machst. Ja, der ist hier noch ein bisschen dick, den verdünne ich noch mal etwas. Hier einfach ein bisschen mit Wasser. Dann kann ich ihn besser gießen. Ja, ist fast noch ein bisschen hell. Gehe ich noch mal ein bisschen schwarz dazu. Dann hat er noch mehr dieses Eisen, also dieses dunkle Eisen. Das mag ich auch total gerne. Hier gut zusammen, aber es soll ja gar nicht so doll. Also ich mache es ganz vorsichtig, verteile ich hier einfach nur so ein klein bisschen. Das auch verteilen. Also mit dem Werkzeug ist gerade ein bisschen schwierig, aber so geht das doch ganz gut hier. Und dann habe ich das nicht so konkret, sondern es verläuft halt viel, viel abstrakter, viel schöner. So. Und jetzt? Ach, ich mache das da oben einfach auch noch. Mir gefällt das da oben total, aber es nützt ja nichts. Das sind doch tolle Kleckse hier. Das macht Spaß. Und es soll auch so sein. Also bloß nicht verkrampfen beim Malen, sondern wenn man nicht weiß, entweder Pause machen oder so wie ich, einfach ausprobieren. Es ist ja immer so, man hat immer Angst, was verkehrt zu machen. Und ja, hier die Stelle finde ich auch so toll. Die mag ich auch voll gerne. Aber wer weiß, vielleicht mache ich die auch noch über. Ja, es nehme ich trotzdem immer wieder hier die Strukturmasse ab, aber es ist auch nicht schlimm. Also ein bisschen mit Gefühl arbeiten, ein bisschen flacher, nicht zu doll drücken, dann geht das eigentlich ganz gut.
Nicht nur diese Farbtöne finde ich schön von dem Eisen, sondern mir gefällt es eben auch, dass der so langsam dann seine Farbe verändert, also dieses Metall, und ja, sich einfach verändert und die Zeit dafür ja auch hat und dann so schöne Farbtöne entstehen. Ja, bevor es trocken ist, brauche ich hier doch noch mal ein bisschen Licht, ein bisschen Pause zwischen diesen dunklen Flächen. Bisschen tupfen. Was für schöne Farbverläufe hier. Guck dir das an. Sieht doch toll aus. Ich muss noch mal drehen. Ich überlege die ganze Zeit selber, was kommt jetzt? Und ich mag ja die Stelle so gerne. Aber ich will mich da nicht dran festhalten. Ich brauche hier einfach noch mal ein bisschen Luft. Und wenn es dann drüber geht, dann ist es halt einfach so. Ja, das fließt hier einfach noch weiter und kann sich ja auch ein bisschen verbinden mit den anderen Farbtönen. Und dann kann ich das hier mal ein bisschen anschubsen. Ich habe doch hier noch so einen schönen Farbton. Das Kupfer, das kann natürlich auch dazu. Einfach ein bisschen Grün sparen. Man sieht sie auch noch ein bisschen vermischen. Aber es macht es gar nicht. Also ist auch nicht schlecht. Hier kann ich auch noch ein bisschen hingeben. Kann ich auch mit dem Pinsel einfach nochmal drüber rollen. Er rollt hier schief. Ja, das kann man eigentlich ganz gut machen. Das kennst du ja. Gerade hinlegen und dann rüber. Aber so gerade hinlegen kann ich gar nicht. Ja, das geht doch hier auf jeden Fall. Habe ich die Farbe schön da auf der Hand. Und ja, das kann man halt selber ausprobieren, aber gefällt mir das jetzt? Das ist mir doch zu viel. Ja, ich muss gerade an eure Kommentare denken. Ihr habt das auch mal geschrieben, dass ihr es manchmal einfach wieder abwascht alles.
weil es nicht passt. Und ja, ich finde es jetzt, gefällt es mir besser. Vorher war es dann noch zu dick da drauf. So fügt sich das so ein, finde ich. Am besten ein Handtuch drunter legen oder gleich wieder abwischen. Ja, war ich schneller als das Metall. So schnell rostet das ja immer nicht. Aber das ist ja gerade das Schöne, finde ich. Also, du kannst dir natürlich immer ganz viel Zeit lassen. Und gerade bei so einer Technik kann man so schön langsam arbeiten. Obwohl es heute so warm ist. Also auch wieder was Gutes für, wenn es sehr warm ist. Gute Technik. Und hier siehst du die ganzen schönen Effekte drin. Und ja, es kann jetzt erstmal so durchtrocknen. Und dann mal gucken, wie sich das hier so farblich dann noch verändert. Man weiß es nicht. Ja, das kannst du jetzt auch im Shop finden, auf Leinwand gedruckt. Das schöne Werk. Und ja, schau da einfach rein, wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu Rahmen oder was auch immer. Dann guck einfach mal unter das Video. Ja, heute ist es wirklich warm. Ich musste die Markise runterfahren lassen, weil es einfach total warm ist. Und jetzt bist du dran. Mach's gut und hab einen ganz schönen Sonntag. Es ist immer wieder schön, mit solchen Farbtönen zu arbeiten, auch gerade so mit Metall. Man kann da ja auch so viel machen mit Eisenpulver oder was auch immer. Aber es geht eben auch ganz simpel so und so kannst du einfach mit dem arbeiten, was du zu Hause hast. Misch dir einfach die Farbtöne an. Schau gerne nochmal in den Grundkurs rein, da kriegst du das alles mit dem Farbenmischen. Und da weißt du dann auch immer wieder, wofür das gut ist. Ja. Also, und den Kaffee hast du vielleicht zu Hause. Wenn nicht, besorg dir einfach ein bisschen. Das ist ja auch recht simpel gemacht. Also jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Danke für dein Like. Vielen, vielen Dank. Bitte nicht vergessen, like das Video. Wenn du noch Fragen hast, schau unter das Video. Da findest du immer auch Links zu dem Buch, zu den Kursen, also was auch immer. Da guck dann einfach nochmal rein. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Bei der Technik kannst du gut auch im Sommer malen, wie ich das, glaube ich, schon gesagt hatte. Also da guck einfach nochmal, dass du ein bisschen mehr Wasser nimmst. Also, mach's gut. Tschüss.